Ja, und dann begannst du 2008, glaube ich, wenn ich das richtig recherchieren konnte, mit deiner neuen sportlichen Karriere, also mit dem Coaching. Wie war für dich der Übergang vom Spieler-Nomi zum Coach-Nomi? War gar nicht so schwer, weil ich hatte ja, also 2006 habe ich aufgehört, bei den Blue Devils Football zu spielen. Mhm. Und 2007 allerdings war ja diese Nationalmannschaftsgeschichte. Ja. Ähm, und da habe ich damals mit den Nationalmannschaftstrainern Kontakt gehabt und gesagt, pass mal auf, ich möchte gerne Vereinsfootball nicht mehr spielen, Mhm. würde gerne diese Nationalmannschaftsmaßnahmen noch mitnehmen. Und da wurde mir gesagt, na, das ist doof, ich sollte schon irgendwo in einem Verein noch einen Spielerpass haben. Ja. Und dann habe ich ja tatsächlich bei den Hamburg Huskies Mhm. 2007 noch ein paar Spiele mitgemacht. Habe denen das aber auch so gesagt, pass auf Mhm. Leute, meine Motivation steckt dahinter die Nationalmannschaft, so und so und so. Habe mich dann in der Mitte der Saison leider ja schwer verletzt, wo dann klar war, dass das dann das Thema gewesen ist mit Mhm. dem aktiven Football. Und dann hat mich ja damals mein alter Headcoach Joe Roman, Der. der war an die Schulter dran, der hat mich dann kontaktiert, hat gesagt, pass mal auf hier, das ist einfach zu doof, du kannst jetzt hier nicht ganz aufhören, ich möchte gerne, dass du für mich als Coach dann aktiv wirst. Ja. Und was mir das leichter gefallen hat, ist A, dass ich schon mal ein Jahr Distanz hatte zur Mhm. Mannschaft. Ich finde das immer schwer, wenn du aus dem aktiven Bereich sofort, also zumindest damals war ja nun erst in Bundesliga, Ja, genau. auf einem gewissen Level ist, dass wenn du da keine Distanz zwischendurch mal hattest, ist es schwer, denn das sind vorher noch deine Teamkameraden gewesen, mit denen du irgendwie Quatsch gemacht hast. Und auf einmal hast du die heilige Pfeife am Hals Mhm. und weißt alles besser. Daher ging das eigentlich. Also tatsächlich war das relativ entspannt, diese Transformation. Ja. Und dann war Joe Roman, also Coach Joe Roman, ja deine Motivation auch so ein bisschen, oder hat dich motiviert, Ja, ja, das Ganze zu machen, voll. ne? Also der hat eigentlich Schuld an dem Ganzen. Mhm. Ja. Das kann ja auch schön sein. Und was würdest du sagen, sind so die positiven, aber vielleicht auch die nicht so schönen Dinge, die dich in diesem ganzen Coaching erleben oder wie du erleben kannst oder die Erfahrung, die du machen konntest? Ja, das ist natürlich positiv, dass du den Sport nochmal ganz anders kennenlernst. Also Mhm. über Taktik, über viele Menschen. Das ist immer was anderes, wenn es deine Teammates sind. Dann tauschst du dich auch aus hin und her, aber als Trainer hast du dann plötzlich einen ganz anderen Bezugspunkt, um das mal so auszudrücken. Mhm. Und daher war das auf jeden Fall eine Herausforderung, mit der ich erstmal umgehen musste. Was negativ am Coachen ist, dieses Ventil. Also das ändert sich ja jetzt als Spieler, fährst du körperlich mehr oder weniger Ja. kaputt nach Hause und als Trainer, hört sich auch doof an, aber dann ist der Kopf Ja. das leidtragende Organ, weil du sprintest nicht, du bist jetzt nicht so, du bist ja Mhm. das einfach eine reine Kopfsache Ja. und da nimmst du natürlich viel mit. Ja. Also und ich glaube, das sind so die beiden größten Unterschiede. Okay. Und dann der Sprung so ein bisschen. 2010 wurdest du dann ja als Coach an der Seite von Coach Patrick Sume German Bowl Meister. Ist das richtig? Ja, genau. Und dann 2017 wieder an seiner Seite mit der französischen Nationalmannschaft Weltmeister. Und da die Besonderheit, natürlich gegen das eigene Heimatland zu siegen. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das was Besonderes? Also, wie Ja, hast du das erlebt? komisch. Also nach wie vor, das ist ja auch kein großes Geheimnis, wenn du da als Deutscher äh, bei den Franzosen auf der Seite stehst und rüber guckst und siehst das deutsche Team. Also natürlich war das schon, aber dann kommt halt der Punkt, du musst ja auch irgendwann mal die Emotionen rausnehmen und sagen und ich sag mal sachlich und fachlich werden und dann bist du da als Footballtrainer und hast eine Footballmannschaft und es geht um Football. Dann ist es egal, ob der eine einen blauen Helm aufhat und der andere einen Okay. schwarzen, sondern dann musst du gucken, dass was du da investiert hast an Zeit und Aufwand, willst du natürlich dann in solchen Spielen dementsprechend dann beweisen, dass das alles richtig ist, um das mal so. Ja. Ja gut, das sieht man dann so ein bisschen auf der professionellen Ebene, ne? Dass man sagt, Ja, das ist ein irgendwann musst Job. du so einen Split machen, das ist, guck mal, also die deutschen Spieler kannte die Coaches kennen sich untereinander. Wir haben Ja. ja in einem Gebäude sozusagen ja genächtigt. So, Ja. man hat sich also stets und ständig, ich habe mit deutschen Trainern saßen wir draußen abends und haben uns Mhm. getroffen, uns unterhalten. Ähm, Das ist ja nicht so, dass da jetzt irgendwie böses Blut Nee, nee, geflossen das ist, ne? hätte ich nicht Sondern vermutet. aber am Ende ist das trotzdem eine komische Situation Mhm.
Und dann muss irgendwann diese, ich sag mal, wie du sagtest, Professionalität muss dann an den Tag gelegt werden und dann ist es halt ein Footballspiel, was du coachst und dann geht es um deine Mannschaft, egal welche Farben diese dann trägt. Ja. Und wenn wir so den Sprung machen zu Vereinssport, was sind deiner Meinung nach die Vor- und Nachteile des Vereinssportsystems in Deutschland? Boah, Vor- und Nachteile. Ich glaube, um Vereinssport lässt sich schwer unter einen Hut bringen mit leistungsorientiert. Ich glaube, Verein sollte immer Verein sein und da sollte auch irgendwie dieses Vereinsdenken äh, in erster Linie stehen. Und irgendwann geht es aber los, dass diese Transformation Richtung Leistungssport geht und dann nimmt das, glaube ich, eine andere Ebene an. So habe ich mir immer so irgendwie so, deswegen, du siehst ja ganz oft, umso höher die Ligen, nachher werden GmbHs gegründet, weil dann werden Spieler angestellt, dann werden Trainer angestellt, also auch ausländische Trainer sozusagen. Und damit in ein geht ja diese Professionalisierung los. So. Und für mich ist immer noch ein Verein, ist immer noch so ein bisschen Herzblut und Trittau Dukes für mich. Das war ein geiler Verein, wo die Spieler baust du danach das Feld zusammen ab und der erste Präsident verkauft die Würstchen. Ja, genau. Danach siehst du ihn irgendwie in der Garage Sachen einpacken. Das ist so für mich Verein. Ja, so, und das hat einen Vorteil, was so das Zwischenmenschliche und so, das fand ich immer. Wenn du nachher aber immer weiter willst als Spieler oder auch als Trainer, dann bremst einen das halt auch aus. Das sind wieder die negativen Sachen, weil wenn du da mit Tante Erna und Horst sitzt, was tolle Menschen sind, aber denen erklären musst, warum du einen dritten Ball brauchst oder warum Licht beim Football ganz wichtig ist. Ja. Weißt du, solche Dinge, da Ja, haben genau. die dann weniger, nicht Verständnis nicht, aber da fehlt halt so ein bisschen das Fachliche. Also ich glaube, das sind so die größten Unterschiede zwischen Verein und ja, ein bisschen nachher leistungsorientiert das Ganze machen. Und Sport trägt ja bekanntlich zur Verständigung über gewisse Grenzen hinaus bei. Er verbindet ja Menschen unterschiedlicher Nationen, Sprache, Religion, Hautfarbe und so weiter. Denkst du, dass American Football diese Funktion hier gut ausübt oder könnte das verbessert werden? Nee, ich glaube, American Football ist der Prototyp, den man nehmen sollte, wie es sein kann. Also in allen Mannschaften, gut, ausgenommen Trittau, Mitte der 90er Jahre, Ja. da war wirklich, ja, das ist also ein Dorfverein gewesen halt, ne? Da war wirklich noch Peter, Klaus und Uwe da irgendwie unterwegs. Ja. Aber wenn du dann nachher Richtung Stadt gezogen bist, oder beziehungsweise wo es denn losging für mich mit den Blue Devils, das war ja so, wie wir aufgewachsen sind. Ich meine, ich bin jetzt in Jenfeld groß geworden, Böstedt, mehr multikulturell geht ja gar nicht. So, und das hat sich nachher wieder gespiegelt, gerade im Football. Weil die Masse an Menschen, da 50, 60 Spieler, Trainer, jeder kommt ja aus einer anderen Ecke. Ja. Und das hat das eigentlich für mich auch immer sehr besonders gemacht. Sobald du einen Helm aufhattest, hat das niemanden interessiert, ob du ein Rechtsanwaltssohn gewesen bist, mit einem goldenen Löffel irgendwie durch die Gegend marschiert bist und danach in deinen Porsche gestiegen ist oder der Vollspacken aus Jenfeld, der um die Ecke kam mit seinem angeranzten Rucksack. Ja. Beim Footballteam warst du immer eins. Ja. Da gab es da keine Einstufung. So, da wurde es, ob bist du gut oder schlecht, ja, so, ne? Aber nicht, wo kommst du her und bist du deswegen gut oder schlecht. Ja. So, und das ist, glaube ich, beim Football schon, wahrscheinlich auch aufgrund der Masse an Menschen, die da miteinander zu tun haben, habe ich bisher da nur Positives rausziehen können. Was sind denn noch so Dinge für dich, die Football, besonders auch Jugendlichen, mit auf den Lebensweg geben können? Was findest du da? Football für Jugendliche finde ich dahingehend, wie soll man es sagen? Also jeden, den ich kenne, der Kinder hat, sage ich immer, lass sie Football spielen. Und das sage ich dir nicht, weil ich selbst Football-Coach bin und hoffe, dass da neue Talente hochkommen, sondern ich finde einfach genau das. Ist scheißegal, ob du groß, dick, dünn, Plattfüße, lange Haare, kurze Haare hast, egal welche Hautfarbe du hast, welche Religion du verfolgst. Das ist beim Football alles egal und man wird aber trotzdem über einen angenehmen Weg, glaube ich, werden so Werte wie Disziplin,
Verantwortung Ja. werden da mitgegeben. Weil genau das findest du ja in der Footballmannschaft. Es geht ja von oben los, die schöne Pyramide, ne? Head Coach, Koordinatoren, Assistant Coach. Genau. Und dann die einzelnen Positionsgruppen und so, wie du sie separierst voneinander und sie danach zusammenfügst, Stück für Stück. Ich glaube schon, das ist für einen Jugendlichen eine enorme Hilfe, weil da nämlich eine Struktur einfach stattfindet. Wie du vielleicht bei anderen Sportarten nicht ganz so. Es ist ja wirklich beim Football, wissen wir nun mal, jede Positionsgruppe für sich wird da irgendwie beäugt und da wird dran gearbeitet. Und bis dann nachher überhaupt erstmal alle zusammenkommen, dauert das ja einen Augenblick. Ja. Und für Jugendliche, glaube ich, ist das, bilde ich mir ein, perfekt. Ja. Ja, das klingt eigentlich ganz plausibel, Ja, dass es man sagt, ist so für mich so, ne? Ja. Einfach so, du hast alles, bringt alles mit.